Hi, mein Name ist Markus. Ich bin 29 Jahre alt und Programmierer. Neben dem Programmieren interessiere ich mich noch für das Drohnenfliegen, dementsprechend auch die Videobearbeitung von den Drohnenaufnahmen, 3D-Drucker, einer eigenen CNC-Fräse, die ich gerade aufbaue. Um diese Hobbys miteinander zu verknüpfen, dachte ich, wäre es ganz cool, ein mobiles Homeoffice zu besitzen, also ein Transporter, umgebaut als Camper, in dem ich reisen kann zu Kunden, zu Freunden und von dort aus arbeiten kann. Um diese Hobbys halt, wie gesagt, zu verknüpfen, will ich das Ganze mit einer Kamera begleiten und Sachen wie 3D-Drucker im Ausbau mit nutzen. Gerade beim Umbau werde ich mit Sicherheit viele Sachen lernen. Und ich hoffe natürlich, dass durch dieses Projekt, wenn ich das hier bei YouTube hochlade, dass der eine oder andere mir auch vielleicht ein paar Tipps geben kann. Sei es beim Bauen als auch bei der Videobearbeitung. Es hat ziemlich lange gedauert, den passenden Transporter zu finden. Ich musste auch mein Budget anpassen, da durch Corona plötzlich alle anderen auch auf die gleiche Idee kamen und dementsprechend die Preise hochstiegen. Ich habe nach einem Transporter gesucht, der extra lang und extra hoch ist. Und der war schon selten zu finden. Und jetzt habe ich mir diesen Iveco Daily gekauft. Extra lang, extra hoch, mit Automatikgetriebe und gerade mal 97.000 Kilometer. Auf diesen Drohnenaufnahmen seht ihr den Transporter noch im Rohzustand. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Dort kommen Fenster rein und in diesem Video werde ich euch allgemein zeigen, was wir mit dem Transporter vorhaben, wie das ganze Layout innen drin ausschauen soll, was wir genau verbauen möchten und ja, natürlich ganz wichtig, die Elektronik. Das muss natürlich im Vorfeld geplant werden, damit man auch weiß, wie viel Platz man für Elektronik einbauen muss und was das Ganze natürlich kostet. Ihr werdet in der Videoreihe natürlich auch die Informationen über die ganzen Preise bekommen. Alle Zahlen, was ich ausgegeben habe für diesen Transporter, damit ihr für euch natürlich auch besser planen könnt, was kostet die ganze Elektronik, was kostet der Transporter und worauf muss ich achten. Ich hatte natürlich einen Puffer angelegt, aber natürlich kommen da Kosten zusammen, mit denen rechnet man gar nicht. Aber mehr dazu noch später in dem Video. Kommen wir aber jetzt erstmal zum Layout. Was ist für uns interessant? Was würden wir gerne einbauen? Für uns ist es natürlich extrem wichtig, dass wir uns zu Hause fühlen. Dementsprechend soll dort eine Duschkabine eingebaut werden, die gleichzeitig auch unsere Toilette beinhaltet. Es soll eine Trockentoilette eingebaut werden, mehr dazu aber noch in den weiteren Videos. Natürlich darf eine Küchenzeile nicht fehlen. Und neben der Küchenzeile wird dort eine Sitzmöglichkeit eingebaut, die gleichzeitig auch eine Stufe zum Bett ist. Das Bett bei einer Größe von 1,85 Meter quer zu pennen, bei 1,90 Meter Breite in diesem Transporter, wo noch Dämmung dazu kommt und natürlich die Wandstärke, ist das für mich natürlich nicht möglich und wir müssen dementsprechend längs liegen. Dafür geht ziemlich viel Platz verloren, aber umso mehr Stauraum haben wir darunter. Unter diesem Bett soll natürlich die ganze Elektronik, der Wassertank und Co. seinen Platz finden. Zudem planen wir einen ausziehbaren Stauraum, den wir schnell und einfach planen. Das heißt, wir können hinten die Tür öffnen, ziehen die Schwerlastauszüge nach hinten raus und packen alle Sachen da rein, die wir verstauen möchten. Und ja, das war's schon mit dem Layout. Jetzt kommen noch ein paar Drohnenschutz. Falls euch die nicht interessieren, könnt ihr auch gerne in die Videobeschreibung gehen, direkt auf die Timeline klicken und das Ganze überspringen.
Kommen wir jetzt zur Elektronik. Als benutzen wir eine Batterie. Ich habe mich für eine AGM-Batterie entschieden. Eine Li-Fe-Batterie ist deutlich teurer, effizienter. Nur das merkt man auch im Preis. Die AGM-Batterie liegt bei ungefähr 300 Euro. Die Li-Fe hingegen bei 1700 Euro oder sogar deutlich mehr. Doch jetzt stellt sich die Frage, wie laden wir die Batterie? Da gibt es mehrere Optionen. Wir wollen zum Beispiel an der Steckdose hängen. Dafür brauchen wir ein AGM-Batterieladegerät. Um natürlich auch autark stehen zu können, benötigen wir Solarpanels. Genauso wie beim Landstrom brauchen wir für Solarpanels einen extra Laderegler. Sollte man sich für einen MPPT-Laderegler entscheiden, weil die Batterie effizienter laden. Zu guter Letzt möchten wir natürlich auch während dem Fahren laden. Das heißt, unsere Lichtmaschine soll die AGM-Batterie mitladen. Dafür benötigen wir einen B2B-Ladebooster. Jetzt wissen wir zumindest, wie unsere Batterie geladen wird. Doch was für Verbraucher wollen wir mitführen? Zum einen hätten wir da einen Kühlschrank. Wir haben uns für einen Campingkühlschrank entschieden. Der ist zwar deutlich teurer als ein 230 Volt Kühlschrank, ist aber auch nicht ganz so laut. Denn bei einem 230 Volt Kühlschrank hat man einen Kompressor, der während der Nacht eventuell stören könnte. Gleichzeitig braucht man für einen 230 Volt Kühlschrank einen reinen Sinus-Wechselrichter. Zudem halten wir alle anderen Verbraucher auch auf 12 Volt. Das heißt LEDs auf 12 Volt, Handy-Ladeoptionen und für alles andere, wo diese 12 Volt nicht reichen, bauen wir ein separates Netz auf für 230 Volt. Diese 230 Volt kommen entweder direkt vom Landstrom, von der Steckdose, oder einen separaten Wechselrichter mit reiner Sinuskurve, den wir zusätzlich dazu schalten können. Das heißt, aus 12 Volt werden 230 Volt oder wir könnten kurzzeitig mit 230 Volt einen Laptop laden oder andere Komponente wie eine Kaffeemaschine. Sind jetzt hier noch nicht alle Verbraucher. Es werden natürlich noch welche dazukommen, wie zum Beispiel die Pumpe für den Wassertank. Ich hoffe, es ist aber trotzdem deutlich geworden, dass es zwei Netze gibt. Einmal mit 12 Volt und einmal mit 230 Volt. Schalter habe ich in dieser Illustration nicht dargestellt. Das heißt, es kommen noch ein paar Sachen dazu, dass man sagen kann, okay, ich schalte jetzt diesen Wechselrichter an, um meine Kaffeemaschine zu bedienen, weil ich gerade nicht am Landstrom bin. Solche Sachen werdet ihr aber in den weiteren Videos erfahren. Kommen wir zurück zum Transporter. Als erstes haben wir geguckt, dass wir die Seitenwände rausnehmen. Zudem die Trennwand zur Fahrerkabine. Nachdem wir alles mit Waschbenzin sauber gemacht haben, haben wir geguckt, wo offene Roststellen oder Bohrungen sind und haben diese mit 3 in 1 Schutzlack überstrichen. Feuchtigkeit darf sich natürlich an diesen Roststellen oder möglichen Roststellen nicht festsetzen und anfangen zu rosten. Somit haben wir diese versiegelt und hoffen, dass wir ein bisschen länger was von unserem Transporter haben. Als nächstes kommen die Fenster. Um die Aussparung für die Fenster zu sägen, müssen die Querbalken entfernt werden. Achtet darauf, dass die Querbalken nicht tragend sind und die Fahrzeugstatik nicht beeinträchtigt. Am besten fragt ihr in der Werkstatt nach, in unserem Fall bei Iveco direkt. Mit einem kurzen Anruf kriegt ihr relativ zügig eine Antwort, was ihr entfernen dürft und was nicht. Ansonsten recherchiert einfach im Internet. Nachdem wir die Querbalken oben und unten abgeflext haben, halten diese lediglich mit Kleber an den Blechen. Anscheinend sind diese Querbalken dafür da, dass während der Fahrt diese Bleche sich nicht aufschwingen und Geräusche verursachen. Die Reste der Querbalken schleifen wir einmal ab, sodass der Lack besser hält und dann vor Rost geschützt ist. Auf das Blech haben wir die Konturen des Fensters gemalt. In der Beschreibung vom Fenster stand jedoch, dass es kein genaues Rechteck ist, was wir ausschneiden sollen, sondern dass die Ecken eine Rundung haben. Damit wir diesen passenden Radius treffen, haben wir einfach einen Senkbohrer genommen, einen Metallsenkbohrer. Jedoch haben wir gemerkt, dass der jetzt nicht unbedingt so optimal bei uns funktionierte. Dementsprechend haben wir uns für einen Bohrer entschieden, später noch, der den passenden Radius hatte. Ich meine, das wären 24 mm. Leider haben wir von dem Stufenbohrer jetzt keine Aufnahme gemacht, aber ihr könnt sehen, dass wir später von außen mit der Stichsäge ansetzen, um die Geraden auszuschneiden. Wichtig natürlich ein Metallsägeblatt und guckt, dass ihr die Kontur vorher mit Klebeband abklebt. Ihr müsst euch vorstellen, die Stichsäge nimmt Metallspäne. Wenn die über den Lack gezogen werden, gibt es Kratzer. Diese Kratzer sind auf dem Blechinneren natürlich nicht so schlimm, da wo das Fenster positioniert ist. Aber wenn sie um das Fenster herum entstehen, ist das nicht so schön. Und ganz wichtig, sollten solche Lackschäden entstehen, behandelt die sofort, bevor es zu Rost kommt. Nachdem wir das Fenster ausgeschnitten hatten, haben wir kurz einmal die Kanten abgeschliffen und mit Lack behandelt, damit die offenen Stellen kein Rost fangen. Sollte es mal irgendwann sein, dass doch ein bisschen Wasser dorthin gelangen sollte. Wir hoffen es natürlich nicht, aber trotzdem lieber vorsorgen, bevor es rostet. Für den Einbau des Fensters benötigt man einen Holzrahmen. Die Maße standen bei uns in der Anleitung vom Fenster dabei. Der Rahmen muss dann sorgfältig mit Sikaflex bestückt werden. Wir haben von der Außenseite einen gleichen Holzrahmen angebracht, damit sich die Kraft der Zwingen besser verteilt. Den Holzrahmen haben wir von der Innenseite an die Fensteröffnung ausgerichtet.
Das Ganze haben wir ungefähr eine halbe Stunde trocknen lassen, haben die Klammern entfernt und dann den Rahmen von außen. Es reichte schon aus, dass dieser Rahmen von innen am Kleben war. Damit das Ganze auch wirklich dicht hält und der Rahmen auch später noch sich so ein bisschen an das Fenster herandrückt, haben wir noch ein bisschen Sikaflex von der Innenseite beschmiert und glatt gezogen. Als nächstes kam das Fenster. Dort ist eine kleine Nut ringsherum, die befüllt werden muss mit Sikaflex. Dabei ist zu beachten, dass Sikaflex ein bisschen über dieser Nut drüber steht, dass man später auch beim Herandrücken ein bisschen Sikaflex hat, was sich auch verteilen kann. Bevor wir das Fenster eingelassen haben, haben wir von außen Klebeband befestigt. Das überschüssige Sikaflex, was unter dem Rahmen herauskommt, auf dieses Klebeband geht und wir das später einfach abreißen können. Wir hatten leider gemerkt, das klappt nicht so ganz. Es ist da eher sinniger, einfach mit dem Lappen herzugehen oder das Ganze ein bisschen antrocknen lassen und am nächsten Tag dann sauber zu machen. Das von außen eingesetzte Fenster wird durch die Blende, die man innen einsetzt und verschraubt, festgezogen. So wird das Fenster an das Blech gedrückt und Sikaflex kann sich verteilen. Ja, bis hierhin war es das mit dem ersten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was auf den Weg geben für euer eigenes Projekt. Und falls ihr mich unterstützen möchtet, dann würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten. Solltet ihr Interesse haben an den Artikeln, die wir hier für den Transporter genutzt haben, wie Sikaflex oder das Fenster, das Ganze habe ich in die Beschreibung geschrieben.